Robben! Robben! Jetzt macht er sein Tor! Kriege ich noch immer ab und zu Gänsehaut. Ja. Robben! Ein unfassbares Tor! Da habe ich schon gewusst, der Ball kommt. Ich glaube auch viele Fans sprechen mich immer auf diesem Tor an. Robben, once of Real Madrid, scores for Bayern Munich! Jetzt aber Robben mit dem Schuss! Robben, Tor! Ja, der ist super eingeflogen mit richtig viel Schnelligkeit und unter der Latte. What a goal! That is simply brilliant from Arjen Robben! Robben sieht nach innen. Schauen Sie sich das an, was da los ist! Schauen Sie sich das an! Deswegen haben Sie einen Ribéry und einen Robben. Wenn du so als Spieler bei einem neuen Verein kommst und du machst so die ersten 45 Minuten mit 2 Toren, dann ist das natürlich schön. Robben prescht da vorbei und den will er selber machen! Und er macht ihn! Das hat mir deswegen stolz gemacht, weil das hat gezeigt, dass wenn der Körper funktioniert hat, dann war ich richtig fit. Robben's pace. Arjen Robben to win the game for Bayern! Oh wow! Das war vielleicht einer der besten Spiele, die ich in meiner Karriere erlebt habe. Jetzt sind sie schon im 16er, die Bayern, das ist Robben, das ist das Tor! Ja! Arjen Robben! Ja, in diesem Sinne, Servus Arjen. Servus. Schon geile Hütten dabei gewesen, oder? Ja, waren ein paar gute, schöne Tore dabei. Ja. Ist man stolz, wenn man sowas sieht? Schaust du dir auch öfter alte Tore an? Naja, ich bin immer, glaube ich, ich versuche immer in das Jetzt zu leben und ich glaube, vielleicht wenn du aufhörst, dann vielleicht schaust du mal das eine oder andere Ding an, aber jetzt, ich versuche immer jetzt mich einfach zu konzentrieren auf was jetzt ist und hoffentlich kommt noch was und ja, wenn eine Karriere mal vorbei ist, dann kannst du das machen, aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt natürlich 2 Söhne zu Hause natürlich, die auch Fußball lieben, spielen selber und ja, die mögen das natürlich auch ab und zu mal ein bisschen Videos zu schauen und dann ja, von Papa ein paar Tore anzuschauen, das machen die dann auch. Wir sind ja heute hier, um deine 10 besten Tore quasi zu küren von dir selbst. Okay. Deine 10 wichtigsten Tore. Normal den Robben Move. Da ist er! Arjen Robben! 1:0! That is simply brilliant from Arjen Robben! Ja, es war das 1:0, glaube ich. Und ja, der hat natürlich schön gepasst und das ist natürlich ein Tor. Ja, die habe ich natürlich öfter gemacht. Natürlich, das ist natürlich das einfach nach innen kommen und dann lange Ecke. Und, ja, der ist super eingeflogen mit richtig viel Schnelligkeit und unter der Latte. Sieht schon dann natürlich schön aus. Ein Robben ist durch! Robben away from Compare. Robben's pace. Arjen Robben to win the game for Bayern! Oh wow! 5-4, ich glaub's nicht, was für ein Spiel! War ja ein Spiel, wo es eigentlich um nichts mehr ging. Nein, aber trotzdem, du wirst natürlich immer jedes Spiel gewinnen und Leipzig war natürlich eine richtig gute Mannschaft und die haben, glaube ich, da vor allem in der ersten Halbzeit, aber auch in der zweiten Halbzeit haben die richtig gut gespielt, die haben uns richtig schwer gemacht und da fangen die auch, haben dann ein bisschen angefangen, Larifari zu machen und wie wir dann noch reagiert haben und zurückgekommen sind, ja, das ist dann natürlich schon ein richtig schönes Gefühl und wenn du dann so ein Tor noch machst in der 95. Minute, dann ja, haben wir nochmal gezeigt, dass wir verdient da Meister geworden sind und dass wir ja, einfach die beste Mannschaft waren da. 1-2 vorbei und dann nochmal kurz nach innen und das Torwart gekommen und dann einen kleinen Lupfer. Ja, alles hat zusammengepasst und ja, das war nochmal schön so am Abschluss, um so eine Saison zu beenden. Das war schön. Wahre Torschütze, unsere neue Nummer 10, Arjen! Ich glaube, ja, die war eigentlich nicht so schön. Das ist noch abgefälscht auch. Frank hat mir im Lauf gespielt und da habe ich auch aus so einem Winkel
quer aufs Tor geschossen und er hat noch ein bisschen geblockt und da ist er abgefälscht und er ist reingegangen. Also es war nicht schön, aber ja, das war das 2:0 und damit war das Spiel fast gelaufen. Und das war natürlich gegen Wolfsburg, die waren natürlich, die Saison davor waren die Meister und wir waren da natürlich noch in einer schwierigen Situation. Ich glaube, das war das 4. Spiel, glaube ich. Da bin ich erst am Donnerstag, glaube ich, in München angekommen. Einmal trainiert mit der Mannschaft und dann auf der Bank. Und ja, diese zweite Halbzeit, das werde ich auch nie vergessen, natürlich, wenn du so als Spieler bei einem neuen Verein kommst und du machst so die ersten 45 Minuten mit 2 Toren, dann ist das natürlich schön. Robben zieht nach innen. Schauen Sie sich das an, was da los ist! Schauen Sie sich das an! Deswegen haben Sie einen Ribéry und einen Robben. Da lebst du in einem so Rollercoaster. Wie Sie sagen, du kommst an, neuer Verein, war ganz am Ende diese Entscheidung. Vereinwechsel von Madrid nach München und ja, dann kommst du im Stadion und wie gesagt, und es bleibt eigentlich jetzt noch immer, es ist für mich immer noch so eine große Freude, ein Fest, um in unserer eigenen Allianz Arena zu spielen. Aber das erste Mal war natürlich schon beeindruckend und ja, wenn es dann so endet, dann ist das natürlich super. Jetzt aber Robben mit dem Schuss. Robben, Tor! Robben schießt aus 20 Meter zentrale Mittelstürmerposition und Tor! Robben mit einem Riesending, was der da rauszaubert. Ja, wir waren jetzt in diesem Moment waren wir raus. Ich glaube, waren wir 3:1 hinten. Zu Hause 2:1 gewonnen, glaube ich. Und jetzt 3:1 hinten. Und das war das 3:2. Also sind wir auf Auswärtstore sind wir weitergekommen. Eigentlich wie gegen Man U. Ja, der war nicht unwichtig. Ich bin da natürlich nach innen gekommen und dann habe ich die haben mir da ein bisschen Platz gelassen und ja, dann habe ich es versucht, einfach lange Ecke und ja, an dem Tag hat es gut funktioniert. Ja, hat öfter funktioniert. Ja, danach noch ein paar Mal, ja. Ja, das war schön. Robben, once of Real Madrid in the Bernabeu, scores for Bayern Munich, and the tie is all square. Ja, aber das war natürlich die Vorgeschichte vor allem, glaube ich, weil davor habe ich diese Elfmeter verschossen in Dortmund. Robben läuft an und Weidenfeller hält! Das gibt es doch nicht! Das gibt es nicht! Diese war natürlich nicht ohne Druck. Es war natürlich Halbfinale Champions League und ja, dass du dann einfach wieder geschossen hast und das Tor gemacht hast, das ist, glaube ich, gut. Ja, du musst immer, glaube ich, an dir glauben. Du musst manchmal brauchst du einfach einen kurzen Moment Ruhe, dass du dich konzentrierst und ja, mehr nicht. Das Ding muss einfach rein und wie gesagt, das ist Halbfinale Champions League in Madrid. Ja, natürlich ist da Druck. Das ist nicht so dass du sagst, oh, ich schieße mal einen Elfmeter. Aber Druck gehört dazu. Das gehört zu, wenn du bei einem Topverein spielst. Also da musst du damit umgehen. Ja. Robben ist mitgelaufen, Robben jetzt rechte Seite. Jetzt sind sie schon im 16er, die Bayern. Das ist kein Foul, das ist Robben, das ist das Tor! Ja! 3:0 für den FC Bayern! Arjen Robben! Also ich glaube ganz klar, für mich, das ist vielleicht sogar das schönste Spiel, das ich in der Allianz Arena gespielt habe. Dieses Spiel zu Hause gegen Barcelona. Wenn du Barcelona schlägst 4:0 zu Hause im Halbfinale, ja, das war vielleicht einer der besten Spiele, die ich in meiner Karriere erlebt habe. Und vielleicht, wie gesagt, wirklich das schönste Spiel hier zu Hause. Da war mich schon selbstbewusst. Ich meine, 4:0 ist schon mal eine gute Ausgangsposition. Aber du weißt es nie im Fußball, weil ich glaube, vor 1 oder 2 Jahren haben die das mal gegen Paris, ich glaube, nochmal umgedreht. Und wie gesagt, aber da hatten wir so eine gute Mentalität in unserer Mannschaft und ja, da ist dann nichts mehr passiert und da schlägst du Barcelona sogar noch in eigenem Stadion. Aber
ja, da waren wir halt, in diesem Jahr waren wir halt, ich will nicht sagen unschlagbar, aber wir waren wirklich bereit. Ja. Was auch im Jahr davor lag. Ja, natürlich, das ist das Schöne an Sport, an Fußball. Wenn du dann so zurückkommst aus einer großen Enttäuschung, das zeigt für mich auch Charakter und Mentalität und da war das in unserer Mannschaft ja, richtig gut. Und das 1-0 durch Arjen Robben. Hochverdiente Führung. Das Jahr davor haben wir natürlich, das war natürlich alles eine Katastrophe. 3-mal Zweiter natürlich, Pokalfinale verloren gegen die. Zweite in der Liga, Champions League Finale daheim verloren und ja, das war dann wieder gegen Dortmund und ja, das war ein super Gefühl natürlich. Und deswegen war das, glaube ich, auch bei allem, siehst du auch beim Jubel, nicht nur bei mir, aber bei allen, dass wir die mal da dann geschlagen haben. Und gegen Bilic, das ist so eine Gewichtsklasse. Robben! Was für ein unfassbares Tor! Ein unfassbares Tor! Viele Fans sprechen mich immer auf diesem Tor an. Ich glaub's nicht! Der nimmt das Ding direkt an! Er hat, schau, wo er das gemacht hat, hat er mich gesehen. Weil ich habe auch nicht zu viel mit meinen Händen, weißt du, weil dann haben die von Manchester das auch gesehen. Und ich habe nur kurz, weißt du, und da habe ich schon gewusst, der Ball kommt. Ich habe an seinen Blick, ja, das ist wieder dieses Zusammen. Im ersten Jahr, aber wir hatten so ein gutes Verhältnis und ich habe gewusst, der Ball kommt. Und ja, ich meine, ich muss auch immer ein bisschen Glück haben natürlich mit so einem Ball, aber ich weiß, was ich noch davon weiß, ist, dass ich nur gedacht habe, ruhig bleiben und nicht, weil das passiert natürlich auch oft, dass du voll draufhauen willst und dann schießt du im zweiten Rang. Ich habe nur versucht, ganz ruhig, ganz locker zu bleiben und ihn gut zu treffen und ja, der hat gepasst. Das ist die große Klasse von Robbery. Perfekt, perfekt. Jetzt hast du gerade deinen Jubel nochmal angeschaut. Du hast da zuerst so gemacht wie Franck Ribéry, dann so wie Luca Toni. Nein, nicht Luca. Es war nur so Können wir uns noch mal einfach, aber ich mag das eigentlich nicht. Das Tor schaue ich mir gerne an, aber das Jubeln eigentlich nicht, weil ich glaube, das haben viele Leute, dass wenn du dich selber, sieht nicht, das war mehr so von, schönes Tor, aber wie gesagt, das finde ich immer, ich mag lieber einfach normal jubeln, aber ja, manchmal machst du was, dass du nachhinein denkst, Junge, mach normal, aber okay, ist passiert. Also von mir aus kannst du nur das Tor zeigen, das Jubeln nicht. Prescht da vorbei, diesmal auch an Westermann. Und den will er selber machen und er macht ihn! Und er macht ihn! Robben bringt die Bayern in Führung! Ja, was mir vor allem sehr stolz gemacht hat, war das Tor gegen Schalke in 2010. Das macht das Tor für mich noch mehr besonders, weil es hat nicht da angefangen, es hat wirklich auf eigene Hälfte angefangen und ich habe den Ball tatsächlich vom Torwart bekommen, vom Jörg, glaube ich, Putt. Und ja, ich habe natürlich in meiner Karriere meine Verletzungen gehabt und das hat mir deswegen stolz gemacht, weil das hat gezeigt, dass wenn der Körper funktioniert hat, dann war ich richtig fit und richtig stark weil das war in der 113., 114. Minute, wenn du dann noch so vom Torwart den Ball bekommst und so einen Lauf machst, das hat mir dann stolz gemacht, dass ich ja, gezeigt habe, wie gesagt, ohne Verletzungen bin ich halt sehr fit und das war für mich das Schönste an diesem Tor. Ja, ich glaube am Ende, wo ich da dann an der Grundlinie dann komme und ich habe dann noch eine von mir vor meiner Nase und dann, ja, dass ich dann natürlich dann nach innen gehen kann, auf meinen Linken gehen kann. Ja, und dann habe ich genau ein bisschen Platz und Raum gehabt und da hat genau gepasst. Robben, es muss es sein! Robben! Robben! Jetzt macht er sein Tor! Arjen Robben mit dem 2:1! Arjen Robben vielleicht mit dem entscheidenden Tor! Arjen Robben wird er zum Helden von Wembley.
Ich habe die schon oft gesehen natürlich. Eigentlich nicht nur, weil ich dasselbe dann mal gesucht habe und nochmal abgespielt habe, aber ja, das wird auch irgendwo bei Interviews oder gewisse, weiß ich nicht, wenn du mal irgendwo bist, dann Leute, die das Tor nochmal zeigen. Aber ja, das bleibt immer schön. Ab und zu kriege ich noch immer, auch wenn ich schon mal 10 oder 20 oder 30 Mal gesehen habe, kriege ich noch immer ab und zu Gänsehaut. Ja. Da geht so viel durch den Kopf und ich glaube, ich sage auch, in den Jubel sage ich etwas von so, oh mein Gott, so, weil du realisierst dich natürlich, du weißt, dass es fast vorbei ist, das Spiel, und eigentlich realisierst du dich, ich meine, im Fußball kann vieles passieren, aber es könnte natürlich, war eine große Chance, dass es das entscheidende Tor war im Finale, und dass es dann so klappt in der letzten Minute, ja, dann geht alles durch den Kopf, glaube ich. Ja, es war nur die Situation, die weißt du noch immer, da brauchst du eigentlich keine Bilder. Ich weiß nur, dass da haben nicht nur ich, wir alle haben da auch Frank viel zu verdanken. Ich mache es dann am Ende, das Tor. Aber ja, ich glaube, es sind nicht viele Spieler, die den Ball so ablegen können und mit so einer Spielintelligenz. Und ich glaube, das zeigt auch dieses Zusammenspiel und dieses Spaß und wie wir miteinander immer zusammen gespielt haben. Wir haben einander angefühlt und er hat gewusst, er hat mich gesehen, ich habe ihn gesehen, und da haben wir keine Wörter gebraucht, und er hat genau das gemacht, was ich gehofft habe und erwartet habe von ihm. Und ja, so funktioniert es dann manchmal im Fußball. So, ist sehr schwer. Ich will dich jetzt nicht alle 10 ranken lassen. Also, das ist wahnsinnig schwer. Aber ich kann es mal selber schauen versuchen. Wembley auf 1, dann Schalke auf 2, Manchester auf 3, dann da unten BVB Dortmund 2013 auf 4, Barcelona 5, Florenz 6 oder Real Madrid 6 und dann Florenz 6, 7, die dann beide. Und dann die letzten 3, ja, ne, Wolfsburg, weil es war natürlich auch wichtig, es war natürlich mein erstes Spiel, das ist ganz besonders natürlich, also hört sich dann ein bisschen so 8, so ein bisschen, das ganz unten, aber die andere war natürlich sehr, sehr wichtig. Und dann Arsenal und Leipzig waren nicht die wichtigsten Tore, aber waren halt schön. Und dann würde ich sagen, Arsenal 9, Leipzig 10.